Beste Grüße aus Alanya, hier ist wieder dein Markus. Ich hoffe, dir und deiner Familie geht es gut und wir befinden uns gerade in Alanya Ober an der Parallelstraße der Çarşamba. Sehr interessante Straße, ich habe hier schon mehrmals gefilmt und ich möchte heute in diesem Video auf ein Update für den Aufenthalt hier in der Türkei eingehen. Und bevor wir reinsteigen, drehe ich die Kamera, damit du dir einen Überblick von dieser Straße verschaffen kannst. Das und mehr gibt es hier zu sehen, richtig cool. Falls du mehr von Alanya sehen möchtest, werde ich am Ende des Videos ein Video verlinken, Alanya Rundfahrt, durch gewisse Straßen, die wirklich nicht vergleichbar sind mit den Straßen, wie sie hier aktuell sind. Und auch eine ganz tolle Aussicht von verschiedenen Plattformen, also bleib unbedingt dran und schau dir am Ende das nächste Video an. Und ich möchte hier, wie gesagt, auf ein Update eingehen, denn ich habe vor circa 2 Wochen ein Video gemacht in Bezug auf die Ikamet, vor allen Dingen auf die Problematik der Ikamet, die aktuell für Ausländer bestehen. Und nicht nur die Probleme, die Ausländer haben, wenn sie kein Tapu haben, kein Eigentum, sondern auch eben für diejenigen, die Rentner sind, beziehungsweise so wie ich, leider in der Einwohnung kein Tapu haben, aber zum Glück in dem Fall verheiratet bin mit jemandem, diejenige, die Tapu hat. Also es ist wirklich sehr ausgeklügelt, das System hier in der Türkei. Sie haben wirklich ihre gesamten Systeme verändert. Es ist nicht mehr so einfach wie zuvor. Wir haben damals, 2021, als wir hierher gekommen sind, 2, 3 Papiere benötigt, kaum Übersetzungen, keine Überglaubigungen, keine Apostille, nichts. Und heutzutage ist es wirklich ein bisschen tricky. Wobei ich hier gleich mal auf unseren persönlichen Fall darauf eingehen werde. Das bedeutet nicht, dass das bei dir 1:1 genau dasselbe ist. Ja, das fängt schon bei der Versicherung an, weil Versicherung, die du für die Ikamet brauchst, ist natürlich dementsprechend abhängig nach deinem Alter. Ja, da werde ich aber auf meine Beispiele drauf eingehen, für mich persönlich beziehungsweise auch für Mandana. Wir haben jetzt die Ikamet für Mandana und mich quasi vorbereitet, haben auch Zahlen und Fakten für euch jetzt hier am Start und werden das im Laufe dieser Woche dann einreichen. Und in Bezug auf Rentner nochmal drauf eingehen, es ist wirklich einfach ein bisschen tricky, weil wenn du sagst, ey, das stimmt gar nicht, was der gesagt hat, ich habe vor 1 Jahr oder vor einem halben Jahr was anderes gemacht, das ist heutzutage schon wieder anders. Glaub mir, es ist schon wieder anders. Ich habe am Anfang des Jahres, und da hieß es, alles klar, du bist verheiratet mit jemandem, der Tapu hat. Beide stehen im Tapu, dementsprechend bekommen beide Ikamet für 2 Jahre. Derjenige, der nicht im Tapu steht, bekommt als Verheirateter aber nur 1 Jahr. Und jetzt ist es so, auf unseren konkreten Fall, Mandana steht im Tapu, wir sind verheiratet und ich bekomme 6 Monate und Mandana bekommt 2 Jahre. Ja? Und da ist natürlich wirklich das Ganze zu hinterfragen, was die Türkei damit natürlich auch bezweckt und mehr. Also das ist natürlich wirklich uncool, aber letztendlich muss man es akzeptieren. Entweder spielt man die Regeln mit oder man verlässt natürlich das Land. Ja? Alles klar, dann kommen wir jetzt zu den Fakten auf unseren persönlichen Fall. Ja, ich habe mir extra hier so einen Zettel vorbereitet, also ich auch keine Kosten vergesse. Das heißt, für Mandana ist 41 Jahre alt und dementsprechend zahlt sie 3.950 TL für die Versicherung. Ich persönlich, für 2 Jahre, ja, für 2 Jahre. Ich persönlich bekomme ja 6 Monate, muss aber die Versicherung für 1 Jahr abschließen. Das würde bei der zweiten Verlängerung für das zweite halbe Jahr auch noch gelten. Bezahle für 1 Jahr 1.590 €, was mal 2 theoretisch weniger wäre als bei Mandana, weil ich 39 Jahre alt bin. Ja? Also, wenn man jetzt mal umrechnet, geteilt durch 36 ungefähr, ist das ein Versicherungspreis im Jahr wirklich sehr, sehr wenig. Wirklich nicht der Rede wert. Dann aber natürlich ein großer Posten, ganz klar, die Türkei braucht Geld, dementsprechend wollen sie auch Steuereinnahmen haben. Und da zahlt Mandana für 2 Jahre Ikamet 4.840 TL, ich für 1 Jahr
1820 Tele. Ja? Dann kommen wir zur Karte, die Icamet-Karte an sich. Ja? Das ist wie der Personalausweis in Deutschland, kostet jeweils bei jedem 565 Tele. Ja? Die wird dann auch per Post quasi zugestellt. Dann werden biometrische Fotos erstellt. Diese kosten 150 Tele. Ja? Das ist egal, ob Mann oder Frau oder Kind, 150 Tele. Dann, ganz wichtig natürlich, diejenigen, die natürlich das Ganze in die Wege leiten, die uns betreuen, die natürlich das Ganze dann auch anleiern weiterhin, die bekommen auch ihr Gehalt und ihren Lohn. Und das sind aktuell 1000 Tele. Damals, ich kann mich erinnern, als wir damals in Antalya den Erstantrag gemacht haben, waren das umgerechnet 10 Euro. Also es war wirklich einfach eine ganz, ganz andere Welt. Aber wie gesagt, nicht nur das ist teurer geworden, sondern eben auch alles andere. Also dementsprechend 1000 Tele für denjenigen, der uns beim Einwandern sozusagen hilft, beziehungsweise für den Icamet-Antrag. Ja? Und da muss ich auch noch mal einen Hinweis geben, ganz wichtiger Warnhinweis. Ich habe Geschichten gehört von Leuten, die gesagt haben, ich habe 5.000, 6.000 Euro bezahlt für 2 Jahre Aufenthalt in der Türkei. Wenn du sowas hörst, wenn dir sowas angeboten wird, lauf einfach davon. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also hier schwarz auf weiß hast du die Kosten. Jetzt zusammengerechnet, Icamet für Mandana. 2 Jahre Icamet mit Versicherung, mit Steuern, mit Karte, mit Foto und Bearbeitungsgebühr der Einwanderungshelfer. Stand 30. Juli 2024, 10.500 Tele. Ja, 10.500 Tele. Und bei mir mit Versicherung, Steuer, die ja nur für 1 Jahr berechnet wird, 1.820 Tele. Plus Karte, Foto und die Arbeit, ja, für die Mitarbeiter. 5.075 bedeutet, was können wir da rechnen? 15.500 Tele insgesamt, ja, also türkische Lira. Das geteilt durch 36 ist nicht viel. Sind keine 500 Euro. Ja, also dementsprechend meiner Meinung nach ein guter Preis. Voll in Ordnung, voll im Rahmen. Und dementsprechend kein Ding. Für Kinder genau dasselbe, nur bei Kindern ist es so, dass die Versicherung wegfällt. Ja, also dementsprechend gar kein Thema. Aber das ist nochmal ein extra Thema. Da sind wir so ein bisschen außen vor, was das angeht. Genau, also das zu den Fakten hier in der Türkei, zu meinem Update in der Türkei zum Aufenthalt. Ich werde 6 Monate bekommen und schauen dann einfach mal, wie es weitergeht. Ich habe von sicheren Quellen gehört, dass es ab Oktober, ja, es ist immer so in der Türkei, Leute. Es wird viel geredet, es gibt viele Gerüchte. Ab Oktober soll es neue Änderungen geben zur Besserung. Das heißt, es könnte sein, dass die Sperrgebiete aufhören, beziehungsweise gelockert werden, das Ganze, die Prozentzahl der Ausländer nach oben korrigiert wird, was ich mir nicht vorstellen kann, weil diese Gesetze seit Atatürk, seit über 100 Jahren jetzt mittlerweile, fest verankert sind, dass in türkischen Gebieten nicht mehr als 20% der Ausländer leben sollen. Ja? Also das ist natürlich schon eine Hausmarke und mal schauen. Aber wer weiß, vielleicht gibt es für Rentner noch was anderes. Bei Rentnern ist es so, genau, ganz wichtig natürlich, habe ich vergessen zu erwähnen, Rentner, ganz klar, an sich genau dasselbe. Nur wenn du mit dem Tapu das Ganze machst, brauchst du natürlich noch mal eine Numaratasch. Da musst du zum Rathaus laufen. Die kostet mittlerweile auch 1750 Tele, türkische Lira. Und dann muss dein Rentenbescheid, und das ist ganz, ganz wichtig, der Rentenbescheid, Leute, muss neuerdings beglaubigt sein, überbeglaubigt, beziehungsweise auch apostilliert. Was wiederum bedeutet, das ist die Problematik bei uns aktuell jetzt, dass wir persönlich jetzt nach Antalya fahren müssen, in die deutsche Botschaft. Dort kann man unverbindlich einfach hin und lässt quasi das Ganze stempeln, ja, also bestätigen nochmal den beglaubigten Rentenbescheid aus Deutschland, so wie es bei uns ist. Und dann gehst du hier ins Rathaus in Alanya oder bei dir halt in der Ecke und lässt das dann nochmal vom Rathaus, vom
Kalmakam heißt das, glaube ich, lässt du es nochmal abstempeln. Und das ist gleichzusetzen mit einer Apostille aus Deutschland. Ja? Und damit hat dann auch ein Rentner keine Probleme, sein ICAMET zu bekommen. Das, wie gesagt, ist aber nur mein Wissensstand, wie es bei uns aktuell einfach ist. Ja, wie das bei dir ist als Rentner oder als Rentnerin, keine Ahnung. Es ändert sich wirklich ganz, ganz viel, tagtäglich irgendwas gefühlt. Der Mitarbeiter, der das für uns in die Wege leitet, der meinte, du stehst morgen auf, heute sind die Gesetze so, stehst morgen auf und die Gesetze sind anders. Also dementsprechend schauen wir einfach mal, was passiert. Jawohl, jetzt im Hintergrund die schöne Moschee, richtig krasses Bild, mega. Dementsprechend hoffe ich, dass das Video dir gefallen hat. Und du darfst gerne natürlich einen Daumen nach oben da lassen, wenn dir das Video gefallen hat, den Kanal kostenlos abonnieren. Und aber auch natürlich die Glocke aktivieren, damit du kein Video mehr verpasst, immer up to date bei uns bleibst. Und natürlich auch gerne darfst du den Kanal weiter teilen. Jawohl, also ich freue mich auf das nächste Video, freue mich, wenn ich helfen konnte. Beste Grüße aus Alanya, aus der Türkei. Euer Markus.